Du lernst Deutsch, aber manchmal hast du einfach keine Lust mehr. Du sitzt da mit deinem Buch, liest Grammatikregeln und denkst, warum merke ich mir das nicht? Oder du schaust ein Video, verstehst fast alles, aber wenn du selbst sprechen sollst, kommt nichts. Dein Kopf ist leer, dein Mund bleibt still. Und genau da verlieren viele die Motivation. Aber was wäre, wenn Deutschlernen sich leicht anfühlen könnte? Ohne Langeweile, ohne Druck, mit echtem Spaß. Heute zeige ich dir, wie du Deutsch lernst, ohne dich zu quälen. Ohne langweilige Übungen, sondern mit Energie, Freude und echten Fortschritten. Denn die beste Art, Deutsch zu lernen, hat nichts mit Büchern zu tun, sondern mit Leben. Viele Deutschlernende geben sich so viel Mühe. Sie kaufen Bücher, machen Übungen, schauen Videos, hören Podcasts. Und trotzdem haben sie das Gefühl, sie kommen nicht wirklich weiter. Kennst du das? Du lernst eine Grammatikregel, du kannst sie im Buch erklären, aber sobald du mit jemandem sprichst, ist sie weg. Dein Kopf weiß die Regel, aber dein Mund macht nicht mit. Du fängst an zu zweifeln. Du denkst, vielleicht bin ich einfach nicht gut mit Sprachen. Vielleicht bin ich zu alt. Vielleicht fehlt mir das Talent. Aber das stimmt nicht. Das Problem bist nicht du, das Problem ist die Methode. Du lernst Deutsch, als wäre es Mathe. Auswendig, stur, ohne Gefühl. Du versuchst alles perfekt zu verstehen, bevor du sprichst. Du willst keine Fehler machen, also sagst du lieber gar nichts. Und genau das blockiert dich. Sprache funktioniert nicht wie eine Formel. Sprache ist Bewegung. Sie lebt. Wenn du sie nur liest, bleibt sie im Kopf. Aber du willst, dass sie in deinen Alltag kommt, in deine Stimme, in dein Leben. Viele Menschen lernen nur passiv. Sie hören zu, sie lesen mit, sie verstehen. Aber wenn sie selbst etwas sagen sollen, bleibt alles stecken. Warum? Weil sie nie aktiv üben. Sie warten, bis sie bereit sind, aber dieser Moment kommt nie. Du musst nicht warten, bis du perfekt bist. Du musst anfangen zu sprechen, auch wenn es holprig ist. Niemand lernt Radfahren, indem er über Pedale liest. Man lernt es, indem man fällt, lacht und weitermacht. Genauso ist es mit Deutsch. Alte Lernmethoden geben dir Wissen, aber sie nehmen dir Mut. Und genau das ändern wir heute. Du wirst sehen, Lernen kann leicht sein, wenn du lernst, es zu leben, nicht nur zu verstehen. Die beste Art, Deutsch zu lernen, ist nicht noch mehr zu pauken, sondern Deutsch zu erleben. Sprache ist kein Schulfach. Sie ist ein Teil deines Lebens. Du musst sie hören, fühlen, benutzen. Nicht nur verstehen, sondern leben. Wenn du Deutsch sprichst, geht es nicht um Perfektion, sondern um Verbindung. Sprich laut, auch wenn du allein bist. Wiederhole Sätze, die du hörst. Schau Serien, aber nicht passiv. Sprich mit den Figuren mit. Mach aus Filmen und Podcasts dein Training. Je öfter du etwas sagst, desto natürlicher klingt es. Dein Gehirn liebt Wiederholung. Es baut kleine Autobahnen zwischen den Wörtern. Am Anfang sind sie holprig, später fährst du automatisch. Das ist der Unterschied zwischen Lernen und Fühlen. Sprache ist wie Tanzen. Erst denkst du über jeden Schritt nach, dann spürst du den Rhythmus. Oder wie beim Sport. Am Anfang ist jede Bewegung anstrengend, später läuft sie von allein. Genau das passiert, wenn du regelmäßig sprichst. Du denkst weniger, du reagierst schneller. Und plötzlich merkst du, es fließt, kein Grübeln mehr, kein Druck, einfach sprechen. Deutsch lernen darf sich leicht anfühlen. Du darfst lachen, Fehler machen, Spaß haben. Wenn du sprichst, lernst du doppelt, mit dem Mund und mit dem Kopf.
Dein Alltag ist dein bester Lehrer. Sprich beim Kochen, beim Spazieren, im Supermarkt. Denk auf Deutsch, auch wenn du allein bist. Sag dir, ich trainiere, nicht ich teste mich. So verlierst du Angst und gewinnst Freiheit. Denn Sprache ist keine Prüfung. Sie ist ein Werkzeug, um dich auszudrücken. Und das Beste? Wenn du aufhörst, perfekt zu sein, fängst du endlich an, echt zu sprechen. Und hier kommt mein Extra-Tipp, wenn du in Deutschland bist. Sauge die Sprache auf wie ein Schwamm. Überall ist Deutsch. Du musst es nur sehen. Wenn du durch die Stadt läufst, lies die Schilder. Sie sind dein kostenloses Lernmaterial. Da steht zum Beispiel Tanken oder Bäckerei oder Ausgang. Bleib kurz stehen, sprich das Wort laut, wiederhole es, spür den Klang, schreib es auf, falls du es nicht kennst, und benutze es später. Wenn du an der Bushaltestelle stehst, lies die Werbung, die Plakate, die Zeitungen. Dein Alltag ist dein Wörterbuch. So lernst du nicht nur Wörter, sondern auch, wie sie im echten Leben benutzt werden. Das ist kein Lernen am Tisch. Das ist Leben mit Sprache. Und genauso bleibt sie in deinem Kopf, weil sie Teil deines Tages ist. Jetzt wird's praktisch. Hier bekommst du einfache Schritte, die du sofort umsetzen kannst. Ohne Buch, ohne Stress, mitten im Alltag. Das Geheimnis liegt nicht in komplizierten Übungen, sondern in kleinen, regelmäßigen Handlungen. Setz dir Mini-Ziele. Kein großes Ich will fließend sprechen, sondern klare, erreichbare Aufgaben. Sag dir, heute bestelle ich meinen Kaffee auf Deutsch. Morgen frage ich jemanden auf der Straße nach dem Weg. Übermorgen mache ich Smalltalk mit der Verkäuferin. Diese kleinen Momente zählen. Denn jedes Gespräch ist Training. Und jedes Training baut Vertrauen auf. Dein Gehirn liebt Wiederholung, aber es hasst Druck. Deshalb lernst du am besten, wenn du Deutsch in dein echtes Leben bringst. Du brauchst keine Extrazeit. Du nutzt die Zeit, die du sowieso hast. Sprich laut, wenn du etwas tust. Sag, ich mache jetzt Frühstück. Ich gehe zur Arbeit. Ich putze die Küche. Klingt einfach, aber genau das aktiviert dein Sprachzentrum. Dein Mund gewöhnt sich an die Bewegung, dein Ohr an den Klang, dein Gehirn an den Rhythmus. So entsteht Routine. Wenn du draußen bist, lies alles, was du siehst. Schilder, Werbung, Produkte, Straßen. Sag die Wörter laut, zum Beispiel Apotheke, Bäckerei, Eingang. Du wiederholst sie automatisch und dein Gehirn speichert sie besser. Schreib neue Wörter in ein kleines Notizbuch oder tipp sie ins Handy. Und wenn du sie später wieder siehst, benutze sie in einem Satz. So werden Vokabeln lebendig. Ein weiterer Tipp: Sprich mit dir selbst. Ja, wirklich. Niemand hört dich und du lernst schneller. Erzähl dir, was du denkst, was du fühlst oder planst. Zum Beispiel: Heute habe ich gute Laune. Ich muss noch einkaufen. Ich freue mich auf das Wochenende. So trainierst du nicht nur Wörter, sondern auch dein Denken auf Deutsch. Dein Gehirn beginnt automatisch in der Sprache zu reagieren. Wenn du magst, mach kleine Challenges. Zum Beispiel jeden Tag 5 neue Wörter im Alltag benutzen. Oder jeden Tag 10 Minuten laut sprechen. Oder einmal pro Woche ein kurzes Gespräch mit jemandem führen, egal ob im Café, im Supermarkt oder beim Spaziergang. Je öfter du sprichst, desto mutiger wirst du. Und der wichtigste Punkt? Bleib regelmäßig dran. Jeden Tag ein bisschen ist besser als einmal viel. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Bewegung. Wenn du Deutsch sprichst, denkst und lebst, wird es Teil von dir. Ganz automatisch, ganz echt. Fehler sind kein Problem. Sie sind dein Lehrer. Jeder Fehler zeigt, dass du etwas tust, dass du dich bewegst, dass du lernst.
Viele Lernende haben Angst davor, etwas Falsches zu sagen. Aber die Wahrheit ist, niemand spricht perfekt, nicht einmal Muttersprachler. Sie machen auch Fehler, jeden Tag. Der Unterschied ist, sie machen einfach weiter. Und genau das solltest du auch tun. Du darfst lachen, du darfst stolpern, du darfst vergessen. Wichtig ist nur eins: du bleibst dran. Mut ist wichtiger als Grammatik. Perfektion bringt dich nicht weiter. Mut schon. Wenn du dich traust zu sprechen, lernst du 10-mal schneller als jemand, der nur zuhört. Jedes Gespräch ist ein kleiner Sieg, egal wie es läuft. Wenn du ein Wort vergisst, umschreib es. Wenn du dich verhaspelst, lächle. So lernen Kinder, so lernen wir alle. Dein Gehirn braucht Bewegung, nicht Bewertung. Und wenn du dich selbst nicht bestrafst, sondern freundlich bleibst, lernt es doppelt so schnell. Sag dir selbst, ich darf Fehler machen, ich darf laut denken, ich darf unperfekt sein. Denn nur wer spricht, wird flüssig. Und jedes Mal, wenn du sprichst, wird deine Stimme sicherer, dein Kopf klarer und dein Deutsch natürlicher. Du musst nicht perfekt sein, du musst echt sein. Atme tief ein, sprich langsam und hör dir selbst zu. Du wirst merken, wie dein Deutsch wächst. Satz für Satz, Wort für Wort. Bleib mutig, bleib geduldig und vor allem bleib freundlich mit dir selbst. Das ist der Schlüssel, um lange dran zu bleiben und mit Freude zu lernen. Denn Sprache ist kein Wettkampf, sie ist ein Weg, und du gehst ihn schon. Wenn du bis hierher gehört hast, dann weißt du jetzt: Die beste Art, Deutsch zu lernen, ist keine Methode aus dem Buch. Es ist dein Alltag. Es ist das Sprechen, das Fühlen, das Wiederholen, kein stures Pauken, sondern echtes Leben in einer neuen Sprache. Du brauchst keine Perfektion, du brauchst Geduld und Mut. Wenn du sprichst, wächst du. Wenn du dich traust, wirst du fließend. Es ist ganz einfach. Je mehr du Deutsch lebst, desto natürlicher klingt es. Auch fang heute an. Sprich beim Kochen, beim Spazieren, beim Einkaufen. Hör zu, lies mit, wiederhol laut. Mach Fehler, lach drüber und geh weiter. Jeder kleine Schritt zählt. Du musst nicht alles wissen, du musst nur anfangen. Und jetzt bist du dran. Schreib unten in die Kommentare, welche Idee du zuerst ausprobieren willst. Wirst du mit Mini-Zielen starten? Mit Selbstgesprächen? Oder mit kleinen Alltagssätzen? Teile es mit uns, damit andere Lernende auch Mut bekommen. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, gib ihm ein Like und abonniere den Kanal. So bekommst du jede Woche neue Motivation, neue Übungen und neue Energie fürs Lernen. Denk daran, du lernst nicht, um perfekt zu sein. Du lernst, um dich auszudrücken, um echt zu klingen, um du selbst zu sein. Auf Deutsch. Sprich, fühl, wiederhol, wachse. Dein Deutsch wird jeden Tag natürlicher, weil du es lebst.